In diesem Video besuchen wir die Burgruine Rauheneck in den Wäldern der Haßberge. Legenden berichten von einem verborgenen Schatz. Die Burg wurde mehrfach geplündert. Angesichts nahender Gefahr sollen Wertgegenstände verborgen worden sein, vielleicht tief unter Stein und Erde. Als die Verwaltung nach Ebern verlegt wurde, begann der langsame Verfall. Heute ist Rauheneck ein Ort zwischen Geschichte, Legende und dunklem Schweigen. Die Ruine ist frei zugänglich und ein erlebenswerter Teil des Haßbergeburgen und Schlösser-Wanderwegs. Unser Rundgang beginnt am Wanderparkplatz Burgruine Rauheneck. Von hier führt ein ausgeschilderter Weg hinein in den Wald zu den Resten der Burg. Doch vor den Mauern von Rauheneck erreichen wir den Feenbrunnen. Eine stille Quelle, verborgen zwischen Wurzeln und Moos. Hier soll das Wasser niemals versiegen. Und manch einer sagt, dieser Ort habe schon lange existiert, bevor die Burg errichtet wurde. Ein paar Schritte weiter führt der Weg zu einer dunklen Öffnung, direkt unter einem der Türme. Eine Höhle, die bereits kurz hinter dem Eingang zugemauert erscheint. Was sich dahinter befand, bleibt ungewiss. Keller, Versteck oder Zuflucht in Zeiten der Gefahr. Ein Ort, an dem Geschichte und Legende miteinander verschmelzen. Nach einigen Aussagen war die Höhle früher deutlich tiefer. Aus Sicherheitsgründen soll sie später teilweise verschlossen worden sein. Ob Keller, Lagerraum, Versteck oder einfach nur geologisch bedingt, bleibt unklar. Sicher ist nur, solche Orte boten Schutz und ließen Raum für Legenden, besonders in Zeiten von Gefahr und Unruhe. 1168 griff Friedrich Barbarossa in die Machtverhältnisse in Franken ein. Die Burg auf dem Bramberg wurde zerstört, als Zeichen kaiserlicher Ordnung und als Reaktion auf tatsächliche oder behauptete Fehden und Rechtsbrüche. Kein Krieg, keine Schlacht, sondern ein Machtwort aus Stein und Feuer. Was folgte, war ein Neuanfang. In der Region entstanden neue Burgen, darunter auch Burg Rauheneck. Eine urkundliche Bestätigung fehlt. Doch die regionale Überlieferung sieht Rauheneck als Nachfolgeanlage der Burg Bramberg. Damit begann die wechselvolle Geschichte der Burg Rauheneck. Erste indirekte Hinweise belegen die Burg um das Jahr 1213. Rund 20 Jahre später wurde ein Teil der Anlage als Lehen an das Hochstift Würzburg übergeben, vermutlich nicht freiwillig, sondern unter politischem Druck, als Teil der Machtspiele des fränkischen Adels. Rauheneck war wohl mehr als der Sitz eines einzelnen Herrn. Mehrere Bauphasen und die Reste verschiedener Wohngebäude zeigen, dass sich hier Besitz, Rechte und Alltag teilten. Unterschiedliche adelige Linien lebten Seite an Seite, getrennt durch Mauern, vereint durch eine gemeinsame Burg. Ob als echte Ganerbenburg oder in lockerer Form sicher ist, Rauheneck war ein geteilter Ort, lange bevor sie zur würzburgischen Amtsburg wurde. Burg Rauheneck lag günstig für Verwaltung, Rechtsprechung und Machtausübung. Während des Spätmittelalters setzte das Hochstift Würzburg darauf, bestehende Burgen als Amtsburgen zu nutzen. Die Gefahr der Hussitenkriege führte zu einem Ausbau der Burg. Mauern wuchsen, Zwinger und Schalentürme entstanden, auch eine Kapelle wurde errichtet. Rauheneck wurde nie angegriffen, doch sie wurde umgebaut, als stünde der Feind bereits vor den Toren. Ein Jahrhundert später änderte sich der Zugang. Er wurde von Norden her geführt, mit Wachgebäude und steinerner Brücke, die noch heute besteht. Auch ein großer Speicher fand nun Platz innerhalb der Burg nahe der Kapelle und des alten Eingangs.
Doch all diese Umbauten halfen wenig, als ein neuer Feind erschien. Während des Bauernkriegs kam die Gefahr nicht von außen, sondern aus der eigenen Region. Keine Belagerung, kein Sturm auf die Mauern. Mauern schützen vor Heeren, doch nur begrenzt vor Aufständen, geboren aus Unterdrückung, Not und Hunger. Burg Rauneck wurde unter Drohungen geöffnet und geplündert. Man suchte Geld, Vorräte, Waffen und Urkunden, alles, was schnell greifbar war. Gerade diese Hast ist die Grundlage der Schatzlegende. Was verborgen wurde, blieb unentdeckt. Und so begann die Geschichte vom Schatz von Rauneck. Bei drohenden Plünderungen versteckten Besitzer oft Geld, Wertgegenstände, Urkunden oder sakrale Geräte. Zeit und Hast ließen kaum Planung zu. Mancher kehrte nie zurück oder gab den Ort auf. Das Versteck blieb zurück, das Wissen ging verloren. Aus einem Gerücht wurde eine Legende, vielleicht auch so bei der Burg Rauneck. Nach dem Bauernkrieg blieb Burg Rauneck bestehen. Die Schäden wurden behoben, denn die Burg diente weiter als würzburgische Amtsburg. Verwaltung, Vorräte und Akten machten den Ort erneut wichtig und damit erneut verwundbar. So wurde Rauneck ein Jahrhundert später mehrfach während des Dreißigjährigen Krieges geplündert. Wechselnde Truppen zogen durch die Region. Im Jahr 1632 plünderten kaiserliche Reiter Burg Rauneck. Wenig später erfolgte eine Plünderung durch schottische Söldner. Man suchte erneut Geld und Vorräte. Was sich retten ließ, wurde hastig verborgen. Zeitweise stand Würzburg und damit auch Burg Rauneck unter schwedischem Einfluss, nicht als Festung, sondern als Verwaltungsort und mögliches Versorgungsdepot. Die Burg blieb ein lohnendes Ziel für die ständig wechselnden, durchziehenden Truppen. Geplündert, aber nicht zerstört. All diese Ereignisse nährten die Legende. Es ist gut vorstellbar, dass weitere Dinge rings um Rauneck verborgen wurden und nie wieder ans Licht gelangten. Nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wurde Burg Rauneck weiter als würzburgische Amtsburg genutzt und erfüllte noch lange Aufgaben von Verwaltung und Rechtsprechung. Erst mit der Verlagerung des Amtes nach Ebern 1685 verlor Burg Rauneck ihre Bedeutung. Ohne ständige Nutzung begann der Verfall. Rauneck wurde zur Ruine. Heute befindet sich Burgruine Rauneck in Privatbesitz. Als eingetragenes Denkmal beteiligt sich der Landkreis Haßberge an Sicherungsmaßnahmen, damit Geschichte bewahrt bleibt und die Ruine weiterhin zugänglich ist. Burgruine Rauneck ist Teil des sehenswerten Haßbergeburgen und Schlösserwanderwegs, der Geschichte und Landschaft dieser Region auf besondere Weise verbindet. Vorgeplante Rad- und Wandertouren, darunter auch ein burgenkundlicher Lehrpfad und weitere Informationen sind auf den Webseiten des Deutschen Burgenwinkel bzw. Haßberge Tourismus verfügbar.
Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald auf diesem Kanal.